Hallo, ich bin Claudia und ich möchte euch heute unser Haus zeigen, in dem alte Dinge weiterleben dürfen. Kommt mal rein! Hier sind wir jetzt in meiner Küche. Hier in der Küche habe ich ja ganz viele alte Sachen, auch noch von meiner Oma. Und halt vieles, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe, wo mir einfach dann leid getan hat, dass es halt verschrottet wird. Und deswegen konnte ich da auch nicht dran vorbei und dann muss ich sowas auch aufheben. Es wird auch benutzt, weil ich einfach denke, das sind Ressourcen, die wir hatten und die müssen wir ja nicht einfach wieder so wegwerfen und wieder irgendwas Neues kaufen. Wenn ich diese alten Geräte halt benutze, wie jetzt die Brotmaschine, da muss ich immer an meine Oma denken. Das sind noch so Kindheitserinnerungen. Und ich finde das eigentlich auch ganz nett, weil man ehrt sich dadurch auch ein bisschen. Die hatten nicht alles so komfortabel und es war trotzdem schön, auch als Kind. Das Schränkchen habe ich von einer Freundin bekommen und es war eigentlich in einem ziemlich miesen Zustand. Da war der Holzwurm drin und wie. Da war schon nimmer viel von zu retten. Und dann habe ich es nochmal auseinandergebaut und habe nochmal neue Böden eingesetzt, die Glasscheiben neu gemacht und habe das dann neu lackiert. Und jetzt ist es eins von meinen Lieblingsstücken. Das habe ich halt von meinen Eltern gelernt. Mein Vater war Schreiner von Beruf und da war ich als kleines Kind schon immer mit in der Werkstatt und wir haben immer zusammen gewerkelt. Der hat mir alles beigebracht und meine Mutter war Schneiderin und von der habe ich halt das Nähen gelernt. Das ist noch ein alter Herd aus Frankreich. Den habe ich beim Ofenbauer gefunden und dann hat er mir so gut gefallen wegen der schönen Kacheln. Also das findet man ja selten hier, diese alten Fliesen. Und den heizen wir auch noch tatsächlich. Da wird auch drauf gekocht im Winter. Das ist nochmal so ein Stück, das einen auch noch an früher erinnert, an die alte Zeit. Jetzt nehme ich euch mal mit ins Wohnzimmer. Angelehnt an unser Waldgrundstück habe ich hier drüben unsere Waldecke, eben halt auch Funde, die ich gemacht habe mit diesen hübschen Rehbildern, weil wir selber auch Rehe im Wald haben. Ich habe immer im Keller so ein bisschen Fundus, wo noch so ein paar Sachen rumstehen und dann habe ich gedacht, die Fenster, die könnten doch gerade genau hier reinpassen, weil das offene Regale waren und ich wollte die aber geschlossen haben. Und das hat auch gepasst und dann habe ich diese Fenster hier eingebaut. Ja, hier habe ich dann auch noch eine schöne Uhr gefunden. Wenn ich was finde, dann gefällt es mir ja auch so gut. Und dann kann ich das nicht mehr hergeben. Das wäre ja doof. Das mache ich nicht. Also ich behalte die Sachen schön. Was nachher damit passiert, weiß ich nicht. Aber im Moment ist es für mich halt das Richtige. So, und hier sind wir in unserem Esszimmer. Hier machen wir dann Weihnachten, Geburtstage, halt wenn mehr Besuch da ist, dann sitzen wir schon mal hier. Und dann habe ich natürlich auch das passende Porzellan dafür und das habe ich dann auch wieder auf dem Flohmarkt gefunden.
Das ist dann so Geschirr, das habe ich dann auch in größeren Teilen gefunden. Also da gibt es dann auch mehrere davon. Da hast du dann mehr wie 12. Und das kommt dann immer an solchen Tagen zum Einsatz. In den Räumen überhaupt hängen auch Fotos, auch alte Fotos. Es sind nicht alles Verwandte von mir. Das sind einfach auch Bilder, die mir gut gefallen haben, wo wir die Menschen, die drauf sind, irgendwie so eine Ausstrahlung hatten. Ich finde Schwarz-Weiß-Fotos viel schöner als Farbfotos. Wenn die Freundinnen dann da sind und gucken sich so um und dann wird auch schon mal gefragt, wie machst du das mit dem Putzen? Und dann sage ich immer, Putzen ist, ja, das fällt ja zwangsläufig an, weil ich ja zumindest mal jedes Vierteljahr umdekoriere. Und dementsprechend, wenn die Deko sich ändert, wird auch gleich schon mal alles gewischt. In dem Zusammenhang mit dem Putze kommt dann auch oft der Spruch, du hast ja hier teilweise ein Museum. Ich sehe es eigentlich nicht als Museum an. Das ist so unser Zuhause. Ja, das sind Sachen, die gesammelt wurden oder die ich hatte von meinen Großeltern, die ich einfach nicht wegwerfen kann. Und bei anderen Leuten ist halt nichts in der Wohnung und bei mir ist halt ein bisschen mehr. So, und jetzt gehen wir mal zusammen in den Wintergarten. Hier der Raum, das war noch alles offen. Und das war von der Witterung her immer schlecht. Da hat immer sich alles gesammelt, Schnee, Herbstlaub. Und benutzen konnte man auch nicht. Und dann haben wir daraus auch noch mal einen schönen kleinen Wintergarten gemacht. Den Raum habe ich dann gestaltet mit alten Fenstern, die ich auch von der Freundin bekommen habe. Die hat mir immer diese alten Fenster besorgt, um eben solche Räume zu schließen. Hier im Ort, da hat jemand ein Dach abgerissen, da habe ich diese alten Balken gefunden und dann habe ich die einfach als Zwischenmaß genommen und die Fenster dann eingesetzt. Und wenn ich gefragt werde, ich will immer zu Weihnachten und zum Geburtstag, dann brauche ich vielleicht eine neue Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber oder eine neue Heckenschere. Und dann machen die anderen immer Gesichter, weil sie immer denken, das ist gar kein Geburtstagsgeschenk. Und ich freue mich über sowas riesig, ja. Und ich wollte immer Schreiner werden. Mir hat das immer Spaß gemacht. Aber damals war es halt noch so, das war halt eine schwere Arbeit. Und dann hat mein Vater gemeint, das wäre für eine Frau wahrscheinlich zu schwer. Die könnte diese Arbeit nicht verrichten als Schreiner. Ja, und deshalb tobe ich mich dann halt zu Hause aus. So, jetzt nehme ich euch mit in unseren Garten. Wir haben jetzt noch mal 5000 Quadratmeter hier dran. Ein großer Teil davon ist Wald und der Rest, das ist dann ein wilder Naturgarten. So, hier ist einer unserer Lieblingsplätze. Hier machen wir immer unsere Kaffeepause mittags. Mal eine halbe Stunde, auch mal eine Stunde. Das Haus oder Häuschen, das haben wir gebaut, weil ich noch ein paar alte Fenster übrig hatte. Und wir einen Platz gesucht haben, wo man halt noch geschützt sitzt und die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr kommen. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt im Frühling blüht noch nicht so viel. Das sind aber jetzt hier die Nieswurz, die blühen sehr schön. Und das Vergissmeinnicht. Der Garten ist für mich der Ruheort. Hier kann man abschalten, hier kann man ja, mal die Zeit genießen. Es geht auch nicht so schnell. Ja, Natur ist einfach was Schönes.
Das sind unsere Hühner zu Hause. Ich finde Hühner hübsch, die sind lustig, die sind interessant. Man kann ihnen zuschauen und die sind neugierig, aufgeweckt und immer hungrig. Das vor allen Dingen. Wir sind wieder am Haus. Auf dieser Seite vom Haus haben wir angefangen, eine Holzverkleidung zu machen, weil ich schon immer gerne ein Holzhaus haben wollte und das Haus auch kein Gesicht hatte. Und ich wollte dem Haus ein schönes Gesicht geben. Die Klappläden, die alten, die habe ich auch überall. Das sind auch alles Geschenke oder Funde von irgendwo. Und mir gefällt das einfach gut mit so einem Klappladen am Haus. Ich mache den auch wirklich noch jeden Abend zu und morgens wieder auf. So, das war der Rundgang durch unseren Garten. Und jetzt nehme ich euch mal mit hoch in das obere Stockwerk. Hier sind wir in unserem kleinen Badezimmer. Das haben wir auch umgestaltet. Das war früher mit Badewanne und Dusche, aber bei uns hat keiner gebadet und dann war das eigentlich überflüssig und dann haben wir die Badewanne jetzt im Garten. Und das Schöne ist jetzt hier, haben wir dann auch eine wunderbare Aussicht. Wie ihr seht, kann ich beim Duschen in den Garten schauen, kriege hier die Jahreszeit mit und kann die Eichhörnchen und Vögel beobachten. Wenn man halt mal nicht rausgucken will oder am Abend, dann kann man hier gerade die Tücher vorziehen, weil Rollos habe ich nicht, weil ich ja immer gerne rausgucken will. Und aber so kann man mal die alten Tücher hier vorziehen. Die habe ich halt auch genäht aus dem alten Leinen, das ich halt mal gefunden habe. Und dann habe ich mir halt diese Tücher genäht und halte die davor. Und man soll gar nicht glauben, was solche alten Tücher für eine Kälte abhalten, auch im Winter. Hier habe ich dann auch wieder mal hier so ein altes Fenster als Spiegel. So ein paar alte Sachen müssen ja immer überall noch bei mir rumstehen. So, dann gehen wir mal ins nächste Zimmer. Das habe ich umgestaltet jetzt zum Fremdenzimmer und zu meinem Nähzimmer, Näh- und Bügelzimmer. Da kann dann die Tochter übernachten, wenn sie kommt zu Besuch oder andere Gäste. Und dann habe ich hier meinen Nähplatz hingemacht und da werden dann die Handarbeiten gemacht. Und hier habe ich auch noch so ein altes Kleid von meiner Oma. Das waren so Brautkleider. Sind sehr schön, kann man auch noch tragen. Dann habe ich da vorne noch ein Kleid, da können wir mal gerade schauen. Das hat meine Mutter noch genäht. Und die sind auch wieder modern, die werden wieder gesucht. Es passt mir. Mal gucken, vielleicht im Sommer, wenn es schön warm ist. Dann kann man es vielleicht noch mal anziehen. Das ist das alte Puppenhaus, das hat mein Vater noch gebaut damals und das möchte ich jetzt umgestalten für die kleine Enkeltochter von uns. Das soll jetzt noch mal neu gestaltet werden. Möbel habe ich schon zusammengesucht, wieder auf dem Flohmarkt, was ich so kriegen konnte. Da halte ich immer noch ein bisschen Ausschau und dann wird das noch mal renoviert. Da kommen neue Bodenbelege rein und es kriegt man einen anderen Anstrich, neue Tapeten. Und dann wird das ein schönes Puppenhaus. Wenn die Gartensaison vorbei ist und es geht wieder auf die trübe Jahreszeit zu, dann bekomme ich immer die neuen Ideen, die ich dann im Wohnraum umsetzen kann. Und so hat man immer was Neues am Haus zu machen. Und aus dem Grund würde ich hier auch nicht ausziehen wollen, weil er eben schon so viel Energie reingesteckt hat und seine, sagen wir, seine Träume umgesetzt hat.
und immer noch umsetzen wird, weil es ist ja noch nicht zu Ende. Das war die Roomtour durch unser Zuhause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr schöne Häuser sehen wollt, dann klickt hier oder hier und abonniert den Kanal. Bis dann, tschüss!